Hallo, ich bin Sabrina vom Bundesverband Feuerverzinken und ich nehme euch heute mit nach Berlin-Neukölln zu diesem wunderschönen Bauwerk. Das ist das Zentrum für Sprache und Bewegung und ich spreche heute mit dem Architekten dieses Bauwerks, Sascha Schulz. Also ich freue mich richtig, dass wir jetzt heute hier stehen und uns unterhalten können über dieses wirklich richtig schöne Bauprojekt. Vielleicht einmal vorab, was war denn die Grundidee? Die Grundidee war eigentlich mit diesen giebelständigen Häusern, wie wir sie eigentlich aus so einer klassischen Einfamilienhaustypologie kennen, Satteldach, ne, Giebeldreieck, das zu übernehmen und das zu interpretieren und damit eigentlich einen polygonalen Grundriss zu schaffen, um das im Prinzip diese beiden städtebaulichen Dimensionen letztlich zu verheiraten. Du hast es ja gerade schon angesprochen, diese wirklich sehr markante Dachform. Welche Bedeutung hat die jetzt immer explizit? Naja, wir haben diese Giebelform übernommen, wie ich gerade schon gesagt habe, haben sie variiert. Also man sieht es einfach mal ein bisschen rübergehen. Ne? Also letztlich ja auch der verspringende Baukörper an der Stelle auch mit dieser Giebelform. Also das ist natürlich eine Entscheidung gewesen, um auch zum einen das Gebäude hier an dem Ort zu verankern mit den Nachbarn. Natürlich auch, um einen hohen Wiedererkennungswert für das Gebäude zu schaffen. Ja, also es ist ja schon eine besondere Dachform. Sie wirkt weit in den Stadtraum hinein, ist gut sichtbar. Die Entscheidung auch für die verzinkten Oberflächen hatten wir relativ früh getroffen, wollten eigentlich immer aus dieser Bauaufgabe heraus Zentrum für Sprache und Bewegung. Da liegt ja so ein bisschen die Sprache als konstantes, robustes, dauerhaftes Element drin. Und dann die Bewegung, da haben wir uns inspirieren lassen eigentlich von so Metaphern wie Tanz, Kleid, metallisches Kleid, glänzendes Kleid und weithin sichtbar strahlendes Zeichen. Und haben das im Prinzip konsequent mit dem Dach als 5. Fassade auch übersetzt. Warum habt ihr euch genau für dieses Material, für feuerverzinkten Stahl, als Fassade entschieden? Wir haben uns eigentlich ganz klar dann für die verzinkten Stahlblechtafeln, 3 mm stark, entschieden. A, weil sie sehr formstabil sind, weil sie sehr großformatig sich produzieren lassen. Die sind hier geschosshoch teilweise. Mit einem verdeckten Einhangsystem. Es hat diese Präzision und gleichzeitig das, was wir immer das Carpaccio-System genannt haben. Man kann es hier relativ gut sehen, dass durch den Verzinkungsprozess jedes Stahlblech individuell ist. Man kennt das so vom spanischen Schinken. Man schneidet den hauchdünn auf. Jedes ist individuell und trotzdem ist es sehr ein präzises Material. Es ist seriell, industriell und es unterstützt letztlich durch die Fügung und die Fertigung auch diesen Baukörper, den wir hier geschaffen haben. Also es nimmt dem nicht die Kraft, sondern unterstützt im Prinzip den gestalterischen Wunsch, dort den Baukörper auch rauszustellen, rauszuarbeiten. Und das ist natürlich ein sehr belastbares und witterungsbeständiges Material. Ja, ein deutliches Plus an der Stelle, auch vor allen Dingen für öffentliche Bauherren, Kommunen. Deshalb hatten wir hier wirklich mit den verzinkten Stahlblechtafeln ein sehr gutes Material zur Hand. Ja. Als die ersten Tafeln geliefert wurden, waren die richtig spiegelblank. Ne? Die haben geglänzt in der Sonne. Und mittlerweile sieht man ja, dass das auch schon richtig nachpatiniert ist. Ja, und passt halt eben auch gut zu so einem Lerngebäude. Die Oberflächen lernen mit. Ja. Ne? Also sie bleiben nicht immer gleich, sondern die verändern sich mit den Jahreszeiten, mit der Zeit. Und ein Riesenplus, gerade in puncto Bauen in Berlin, ist eigentlich der natürliche Graffitischutz, der über die Verzinkung sich einstellt. Das ist für Berliner Bauvorhaben auf jeden Fall ein relevantes Thema. Ja. Ganz wichtiger Aspekt war im Prinzip beim Gebäude auch diese Verbindung und Schaffung des Atriums, dass diese zwei Geschosse auch richtig gut miteinander atmen und dieser Flur, der eigentlich gar kein Flur mehr ist, durch seine Polygonalität eigentlich eine Erweiterung der unterschiedlichen Räume mal bilden kann, ne? Sodass die Aktivitäten sich ausweiten können. Es gibt keinen mittleren Flur oder so. Ne? Und hat eigentlich an diesen großen Räumen immer eine super Verzahnung, einen sehr guten Ausblick auch in den Stadtraum, ist weithin sichtbar. Jetzt befinden wir uns hier in der Cafeteria, ein relativ hoher Raum. Das ist ja sowieso von der Nutzung relativ breit aufgestellt hier. Es ist ein Teil Volkshochschule drin. Eigentlich ein richtiges Bildungszentrum an der Stelle mit vielen öffentlichen Angeboten. Die Volkshochschule habe ich gesagt, dann die Musikschule, dann der Schulcampus selbst. Ja, also eigentlich ein Haus, was besetzt werden möchte.
genutzt werden möchte und vor allen Dingen auch intensiv. Und es wird ja auch genutzt schon werden soll. intensiv genutzt. Genau, es ist seit einem halben Jahr in Betrieb. Durch die großzügigen auch Lichteinfälle, die wir haben, ne? Ich habe es vorhin gesagt, diese beiden Loggien in der Dachform, die 5. Fassade, ne? Die wirkt halt hier auch besonders rein. Ne? Man sieht es ja, es ist taghell, kein Licht ist an, kein künstliches. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Ort, schafft eine wunderbare Atmosphäre hier zum Lernen, Bewegen. Das, was hier alles an Aktivitäten stattfinden soll. Ja, Und man spürt hier eben auch diese tolle Dachform. Ne? Ich wollte nämlich auch gerade sagen, auch da taucht das schon wieder auf. Genau. Das Skulpturale Also zieht sich durch. Genau, und das ist eben von außen gut rezipierbar, wahrnehmbar und von innen eben umso mehr noch. Ne? Gerade in diesen Flurzonen, wo das dann auch wirklich dem Raum mal gut tut, dass man so unterschiedliche Raumhöhen hat, ne? Die sich dann verschneiden und so ganz neue Blicke auch in diese Untersicht der Decke freigeben. Also es gibt relativ, bei so einem kleinen Gebäude fanden wir immer sehr viel zu entdecken und es gibt wenig Wiederholung. Ja, das stimmt, das ist sehr durchdacht. Es ist so, jeder Raum hat eine ganz spezifische Eigenschaft. Ja, die Loggia ist nicht gleich wie die andere. Es hat im Stadtraum schon sehr viele Gegensätze. Ne? Also die Gropiusstadt ist schon ein ganz schönes Kontrastbild im Vergleich zu dem gerahmten Blick, den wir gerade auf die Einfamilienhaussiedlung hatten. Und in diesem Spannungsfeld steht halt dieses Gebäude und ist dafür eben so robust und nachhaltig gestaltet, wie wir es konnten. Durch die Umkleiden erreicht man diese Bewegungsräume, ne, wo im Prinzip von Tanz bis Yoga alles stattfindet. Und wir haben im Prinzip verzinkte Bauteile hier, die Fensterrahmen natürlich, die Fensterbänke und dann wieder die Fassadenelemente. Also ich denke, dass Zink- und feuerverzinkter Stahl im Bildungsbau oder auch darüber hinaus bei anderen Typologien bzw. Nutzungen eine hohe gestalterische Freiheit mit sich bringen, funktional robust sind und eigentlich eine sehr hohe nachhaltige Qualität haben. Also ich denke, ein zukunftsfähiger Baustoff, der gerade in der Architektur, im Hochbau, in der Fassadengestaltung mehr Anwendung finden sollte.